Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag doch Charterbar. In der heutigen Folge geht es um was ganz Tolles. Und zwar um Langzeit-Charter bzw. ein Segel-Sabbatical. Falls du unseren Kanal jetzt zum ersten Mal irgendwie gefunden hast und uns noch nicht kennst, aber das Thema Yachtcharter, Segeln und mehr genauso liebst wie wir, nämlich extrem, dann solltest du auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren und vergiss auch nicht, die Glocke zu betätigen, denn nur dann wirst du informiert, wenn es auch ein neues Video von uns gibt. Aber kommen wir gleich mal zur Sache. Das Thema heute, da kriege ich Gänsehaut, das ist natürlich ein Wunsch von vielen Seglern, nicht nur von mir. Ich hoffe, ich werde das irgendwann auch mal machen. Und zwar geht es darum, mal länger auf dem Schiff zu sein. Nicht nur 1 oder 2 Wochen zu chartern, sondern vielleicht mal für ein paar Monate. Mehrere Länder sehen, einfach mal relaxen, vielleicht mal Tage oder auch Wochen in der gleichen Bucht liegen und es sich einfach mal richtig gut gehen lassen. Das ist immer mehr möglich und wird auch von immer mehr Menschen genutzt. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Zum einen ist es so, dass immer mehr Arbeitgeber einem die Möglichkeit geben, zum Beispiel ein sogenanntes Sabbatical zu machen. Sprich, man ist beispielsweise für ein Jahr oder man bekommt für ein Jahr unbezahlten Urlaub und kommt danach wieder zurück. Und in diesem Jahr erfüllt man sich dann eben zum Beispiel den Traum vom langen Segeltörn. Anders ist es auch so, dass viele zum Beispiel einen Job haben, bei dem sie sich es leisten können, zum Beispiel vom Schiff aus zu arbeiten. Von zu Hause aus zu arbeiten ist ja jetzt gerade zu Zeiten von Corona gar nicht so unüblich. Es machen ja immer mehr Menschen und man merkt ja, es geht. Man muss nicht unbedingt im Büro sitzen, sondern man kann genauso gut woanders sein. Internet hat man, Team-Meetings kann man genauso gut machen, FaceTime gibt es auch. Also man ist ja immer erreichbar und auf dem Schiff ist das ja heutzutage auch so. Die WLAN-Router sind ja alle auf den Charterschiffen zum Beispiel auch schon alle eingebaut und wenn man sich in Küstennähe aufhält, dann ist das überhaupt gar kein Thema. Also selbst das ist möglich und gerade jetzt für Selbstständige oder oder Unternehmer, die da jetzt vielleicht die Möglichkeit haben, für längere Zeit einfach auch mal nicht im Büro sein zu müssen, die können das genauso nutzen und tun das auch. Es gibt ein paar Dinge zu beachten und die möchte ich heute mit euch besprechen. Es fängt auch schon damit an, dass es auch verschiedene Möglichkeiten gibt, das überhaupt durchzuführen. Es geht ja damit schon los, wie komme ich an mein Schiff? Und da seid ihr ja bei uns genau richtig. Als Yachtcharter-Agentur vermitteln wir ja Segelyachten, Katamarane und Motorboote weltweit, ganz egal, wo ihr das haben wollt. Aber in der Regel sind das ja immer nur 1, 2 Wochen, 3 Wochen, vielleicht mal 4 Wochen Maximum. Aber dann hört es auch schon auf. Aber es geht auch länger. Ihr könnt theoretisch auch ein Schiff chartern für 6 Monate. Oder sogar für ein Jahr. Theoretisch. Oder ihr kauft euch ein Schiff. Und da steht man schon vor einer Frage und sagt sich, okay, was ist denn jetzt geschickter? Wenn man sich ein Schiff kaufen möchte, hat man auch schon die Frage und sagt sich, okay, kaufe ich mir ein neues oder kaufe ich mir jetzt vielleicht ein gebrauchtes? Und hier kann ich ganz klar und direkt antworten, wenn dieses Schiff nur für diese Auszeit genutzt wird, dann macht es definitiv Sinn, sich ein gebrauchtes Schiff zu kaufen. Denn wenn man es anschließend wieder verkaufen möchte, ist einfach der Preisverlust viel geringer, als wenn man dies mit einem neuen Schiff machen möchte. Das ist ähnlich wie beim Auto. Wenn ihr euch ein nagelneues Auto kauft und ein Jahr später dieses Auto verkaufen möchtet, dann habt ihr in der Regel einen viel größeren Preisverlust, als wenn ihr zum Beispiel ein 5 Jahre altes Auto kauft und dies dann nach einem Jahr verkauft. Dann ist die Preisspanne, dieser Preisverlust einfach viel geringer. Das heißt, wenn ihr dieses Schiff für dieses Sabbatical oder für diese Auszeit nutzen wollt und eines kaufen wollt, dann definitiv ein gebrauchtes Schiff. Auch hier könnten wir euch unterstützen und euch Kontakte geben. Ich meine, wir haben Kontakt zu 400 Vercharterern ungefähr weltweit. Die haben natürlich auch viele Schiffe, die unter anderem auch zum Verkauf stehen, wo auch vielleicht die Eigner Interesse daran haben, dass das Schiff verkauft wird. Man kann sich auch auf verschiedenen Webseiten umschauen, wo Schiffe zum Verkauf angeboten werden. Und der Vorteil bei einem Schiff, welches man sich kauft, ist natürlich in erster Linie mal der, dass man das Schiff zu seinem eigenen machen kann. Sprich, man fliegt dann dorthin und stattet das Schiff einfach nochmal zusätzlich aus mit zum Beispiel Watermaker, mit Solarpanels, mit neuen Leinen, je nachdem, wie man es haben möchte, oder vielleicht mit den entsprechenden Segeln. Da kann man das natürlich machen, wie man möchte. Es ist ja schließlich das Eigentum von einem selber. Der Nachteil ist zum einen,
dass man natürlich hier auch die gesamte Verantwortung trägt und die gesamte Verantwortung hat. Das geht mit dem Papierkram los, mit dem Erwerb des Schiffes, mit der Anmeldung, mit allem drum und dran. Und das ist natürlich auch finanziell nicht so, finanziell seid ihr nicht safe, weil ihr wisst zum Beispiel auch nicht, zu welchem Preis ihr das Schiff nach diesem Turn verkaufen könnt. Und ob ihr es überhaupt sofort verkaufen könnt oder ob es dann im dümmsten Fall irgendwo in einer Marina liegt und dann auch noch Liegekosten verursacht, bis ihr es verkaufen könnt. Und also hier ist es so, es ist einfach alles eure Sache. Auch wenn ihr während des Turns dann Probleme habt, wenn irgendetwas am Schiff kaputt ist, was ihr beim Kauf nicht gemerkt habt, ja, dann sitzt ihr eben auf diesen Kosten und ihr müsst dafür gerade stehen. Das ist definitiv ein großer Nachteil beim Kauf. Bei der Charter schaut es wiederum anders aus. Hier ist es so, dass ihr auf jeden Fall sehr gut kalkulieren könnt. Man muss natürlich hier den Charterpreis auch ein bisschen verhandeln. Das würden wir dann für euch bei dem Vercharterer tun. Aber hier kommt im Vorfeld noch eine ganz andere Frage zum Tragen, denn nicht jedes Schiff ist bereit für eine Langcharter. Also der Vercharterer sagt nicht unbedingt, oh super, da kommt jemand und möchte jetzt für ein halbes Jahr mein Schiff chartern, sondern viele Vercharterer sagen auch, oh weh, ist mir gar nicht so recht, weil das Schiff, wenn jetzt ein halbes Jahr lang unterwegs ist natürlich ganz anderen Strapazen ausgesetzt als jetzt ein 1-2 Wochen Turn. Der kommt nach 1-2 Wochen zurück, das Schiff wird überholt, wird wieder ein bisschen was nachgebessert und getan und geht dann wieder raus. Wenn ein Schiff mal ein halbes Jahr lang unterwegs ist und dann erst zurückkommt, wer weiß, wie das aussieht, in welchem Zustand das ist. Und das ist auch beim vielen Vercharterern so, dass sie sagen, das wollen wir gar nicht, machen wir nicht, machen unsere Eigner nicht mit. Es gibt aber auch Vercharterer, die sagen, kein Problem, können wir machen. Da stellt sich dann jetzt wiederum die Frage, wohin will man denn mit dem Schiff fahren? Wenn ich jetzt das Schiff in Griechenland chartere und ich möchte 6 Monate komplett Griechenland besegeln, alle Inseln besegeln, die Kykladen, Saronischen Golf, Ionisches Meer und möchte mir da einfach Zeit lassen und dann wird es eher weniger ein Problem werden. Wenn jetzt aber derjenige sagt, naja, ich möchte das Schiff chartern, möchte jetzt aber von Griechenland aus mal einmal Karibik und dann wieder zurück machen, dann stellt sich erstmal die Frage, ist das Schiff überhaupt dazu berechtigt? Hat es die nötigen Papiere? Darf das überhaupt sein? Und das gilt es natürlich auch abzuklären und dann wird natürlich die Auswahl schon immer kleiner. Dazu kommt noch, dass man das bei einem guten Vercharterer machen sollte. Okay, wenn ihr über eine Agentur, wie wir jetzt eine sind, bucht, dann sollte die Agentur natürlich auch wissen, wo man euch dann hinschickt und bei wem so eine Charter auch Sinn macht. Das ist ganz, ganz wichtig und ist auch deswegen vor allem wichtig, dass wenn ihr während dieses Turns mal Hilfe braucht, wenn irgendetwas nicht funktioniert, wenn was an der Maschine kaputt ist, was jetzt zum Beispiel gar nicht euer Verschulden ist, dann muss der Vercharterer hier natürlich auch eine Lösung finden und muss so kommunikativ sein, dass er den dann eben auch, selbst wenn ihr Tausende von Meilen entfernt seid, dass er sagt, okay, wir lösen das so und ihr holt euch da einen Techniker und man kommuniziert das. Also all das ist möglich, aber hier muss man eben auch den richtigen Partner haben dazu. Das ist natürlich auch der Vorteil, wenn man das Schiff chartert. Es gibt schon so einiges, was man da an Verantwortung abgeben kann und es ist natürlich auch in gewisser Weise sicherer, wenn man das Schiff chartert, weil man dann auf manchen Kosten sicherlich eben nicht sitzen bleibt, wenn es die denn überhaupt geben sollte. Aber auch hier kann es dazu kommen, dass natürlich manche Dinge aufgrund von Verschleiß dann vielleicht irgendwann mit der Zeit kaputt gehen und man sollte hier vielleicht auch nicht alles dann auf die Waagschale legen und immer sofort den Vercharterer anrufen, weil irgendeine Kleinigkeit jetzt kaputt gegangen ist. Es ist eben eine Langzeitcharter, das Schiff wird anders beansprucht, aber das sind alles Dinge, die man im Vorfeld klären sollte. Wenn jetzt manche sagen, jetzt ist ja blöd, dann kann ich das Schiff ja überhaupt nicht so ausstatten, wie ich es vielleicht möchte, sprich, wie vorher schon gesagt, zum Beispiel der Watermaker, dann kann ich euch beruhigen, auch hier kann man alles mit dem Vercharterer besprechen. Also ihr könnt in diesem Fall auch über uns mit dem Vercharterer zum Beispiel vereinbaren, dass man sagt, Mensch, ein Watermaker wäre mir total wichtig, wenn das Schiff jetzt keinen hat. Kann es sein, dass der Vercharterer sagt, okay, machen wir, lass uns einen Deal aushandeln, machen wir 50-50, ich zahle die Hälfte des Watermakers, du zahlst die Hälfte, der Vercharterer baut es dafür sogar noch ein und das ist mit Sicherheit zum Beispiel auch ein ganz guter Deal. Nächster Vorteil, wenn ich zurück bin und ich gebe das Schiff ab, dann ist die Sache erledigt für mich. Ich muss nicht irgendwie noch mein Schiff verkaufen, irgendwas noch dran machen, sondern ich habe meinen Charterpreis bezahlt und alles ist gut.
Apropos Charterpreis ist auch ein wichtiger Punkt. Nicht, dass ihr denkt, um Gottes Willen, das ist ja unbezahlbar, wenn ich mir den Wochenpreis anschaue und den jetzt dann mal 4 nehme, bin ich bei einem Monat und das dann mal 6, bin ich bei 6 Monaten. So ist es natürlich nicht. Man bekommt hier selbstverständlich entsprechenden Rabatt, wenn das Schiff schon auf einen Schlag für so lange Zeit verchartert wird. Ist der Vercharterer natürlich auch bereit, hier entsprechende Rabatte zu gewähren. Aber man sollte hier vielleicht auch nicht allzu viel erwarten, denn wie gesagt, geht auch der Vercharterer davon aus, dass das Schiff extrem beansprucht wird und er nach diesem Turn ganz andere Wartungsarbeiten an dem Schiff machen muss und erbringen muss, als es bei einem normalen 1- oder 2-Wochen-Turn der Fall ist. Nichtsdestotrotz, ihr merkt, es sind sehr, sehr viele Dinge, die hier organisiert werden müssen, bevor man überhaupt sein Schiff hat. Und deshalb ist es auch sehr wichtig, dass man mit einer solchen Planung sehr, sehr, sehr zeitig beginnt. Und da reicht nicht ein Jahr. Denn wenn ihr ein Schiff chartern möchtet und das für 6 Monate, dann müsstet ihr allein die Buchung schon circa ein Jahr vorher machen, weil dieses Schiff muss ja auch 6 Monate am Stück frei sein. Das darf ja keine Woche gebucht sein. Und das ist schon gar nicht so einfach. Und wenn man dann erst, ich sag mal, 6 Monate vorher meint, man kann hier buchen oder 9 Monate vorher, dann ist das definitiv zu spät. Das heißt, die meisten kommen eigentlich schon mit dieser Anfrage zu uns, wenn sie diese Idee schon mal bei sich gefestigt haben. Und oft ist das schon 3 oder teilweise sogar 5 Jahre im Vorfeld, wenn die sagen, Mensch, das stelle ich mir vor, ich würde das gerne machen. Und dann geht das los mit der Planung, dann wird sich informiert. Die informieren sich eben auch bei uns, so wie ich euch jetzt hier über diesen Film informiere. Und dann geht es natürlich auch los mit der Routenplanung. Wo möchte ich das überhaupt machen? Was kommt auf mich zu? In welchem Land macht es Sinn? Wie könnte die Route aussehen? Was gibt es für Vorgaben in den ein oder anderen Ländern? Das sind ja auch alles Dinge, die abgeklärt werden sollten im Vorfeld, wo man sich Gedanken drüber machen sollte, wo man vielleicht so einen Turnplan sich schon mal macht, zumindest einen groben. Es geht hier nicht darum, 100%ig alles durchzuplanen. Genau das will man ja nicht machen, wenn man so lange unterwegs ist, sondern man möchte es ja genießen, man möchte es auf sich zukommen lassen. Aber es ist eben schon wichtig, sich so etwas mal im Vorfeld durch den Kopf gehen zu lassen. Klar, viel einfacher, wenn man den Turn beispielsweise nur in einem Land macht oder zumindest in einer gewissen Region. Ich habe vorher von Griechenland gesprochen. Griechenland ist eine Destination, ein Land, welches man in einem halben Jahr sicherlich noch nicht zu 100% erkunden kann. Das ist einfach unfassbar, wie viele Inseln, wie viele Buchten, wie viele Städte, Dörfer, Häfen, was es da alles gibt. Und wenn man das alles besegeln möchte, dann hat man schon ganz schön zu tun. Und ich kann mir vorstellen, wenn jemand ein halbes Jahr unterwegs ist und einfach mal sagt, ich will jetzt ganz Griechenland kennenlernen, die ganze Küste, die ganzen Inseln, dann hat er schon ganz schön was zu tun. Aber wie gesagt, es geht auch, wenn man weiter weg möchte. Aber hier sollte man da natürlich alles im Vorfeld klären, sollte das mit dem Vercharterer zum Beispiel auch alles klären. Auch hier ist es schön, wenn man chartert, denn dann hat man jemanden, der einem die Sicherheit geben kann, was geht alles, was kann man alles mit dem Schiff machen, wo kann man überall hingehen und man hat so eine gewisse, einfach so eine gewisse Stütze und ist nicht ganz so auf sich allein gestellt. Tja, jetzt habe ich so viel von langem Segeln erzählt und sitze hier und weiß, dass wir ab Montag, also morgen, diese Sendung kommt ja jetzt am Sonntag, ist die ja online, jetzt gerade haben wir Samstag, also morgen sind wir online mit dieser Folge, aber übermorgen ist Teil-Shutdown in ganz Deutschland. Schauen wir mal, wo diese ganze Geschichte hinführt. Ja, ich würde mich jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen aufs Schiff wünschen. Viele Kunden haben das jetzt immer noch, machen das noch, sind noch auf dem Wasser. Ja, von den Kanaren haben wir in den letzten Tagen Informationen bekommen, dass da jetzt wieder alles geöffnet ist, dass auch kurzfristig jetzt Kunden uns kontaktieren können und sagen können, wir möchten jetzt auf den Kanaren segeln. Also solltet ihr wirklich Interesse haben, kurzfristig noch segeln zu gehen, möglich ist alles. Kanaren sind nur 4 Stunden entfernt und es ist dort Sommer. Es ist dort eigentlich immer Sommer, also sowohl in den Wintermonaten als auch in den Sommermonaten. Deswegen haben die auch nur einen Charterpreis für die gesamte Saison. Aber jetzt mal so richtig lang unterwegs sein, mehrere Monate unterwegs sein, das könnte ich mir jetzt auch sehr gut vorstellen. Also sollte euch dieses Thema wirklich interessieren und ihr euch damit mal auseinandersetzen wollen, dann kontaktiert uns auch sehr gerne und wir helfen euch mit Sicherheit, wenn es um die Charter geht, auch um eine Langzeitcharter und wir unterstützen euch
definitiv auch, wenn ihr euch ein Schiff kaufen möchtet. Zumindest haben wir da mit Sicherheit ein paar interessante Kontakte für euch. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst Bescheid, ich freue mich immer über einen Daumen nach oben. Ich freue mich auch immer über Kommentare und solltest du jemand sein, der sowas schon mal gemacht hat, dann bin ich natürlich auch sehr gespannt über deine Story, über deine Tipps und Tricks diesbezüglich. Dann bitte auch einfach in die Kommentare schreiben. Vielen herzlichen Dank, macht's gut, bleibt vor allem gesund und dann sehen wir uns nächste Woche wieder hier bei uns auf dem YouTube-Kanal. Bis dann.